Oft treibt der Wille und das Herz viel mehr als die Beine. Und morgen können wir es kaum erwarten, anzufangen. Wir können es kaum erwarten, ins Stadion zurückzukehren. Wir können es kaum erwarten, mit den Fans in Kontakt zu treten und den Leuten Spaß zu bereiten. Oft trägt das Herz und der Wille viel weiter als die Beine. Hallo meine Freunde, hola Madridistas, es ist Spieltag. Und ich habe heute extra mit dieser Antwort von Xabi Alonso von der gestrigen Pressekonferenz gestartet, weil ich euch zeigen wollte, dass nicht nur du und ich, dass nicht nur wir Lust haben auf dieses Real Madrid, auf diesen Saisonbeginn, sondern auch unsere Jungs und insbesondere unser Trainer Xabi Alonso. Ja, heute startet für Real Madrid die Saison 25/26. Und heute in dem Video reden wir natürlich über das Spiel heute Abend um 21 Uhr gegen Osasuna. Wir schauen uns an, wer ist nominiert, geben Infos zu den Spielern, hören uns ein paar Antworten von der Pressekonferenz von Xabi Alonso an. Die waren wieder sehr interessant. Es macht Spaß, Xabi Alonso über Fußball reden zu hören. Wir schauen uns das Abschlusstraining an. Wir machen am Ende meine Aufstellung, wie ihr es so gerne habt. Aber es gibt auch neueste Informationen zu Rodrigo. Viele von euch hoffen, dass er bei Madrid bleibt. Für diejenigen habe ich heute eine gute Nachricht. Also, es wird auf jeden Fall ein interessantes Video. Viel Spaß dabei. Ja, zunächst einmal etwas in eigener Sache. Ich werde heute Abend irgendwie versuchen, einen Livestream zu machen. Ich werde mein Bestes geben. Tatsächlich ist das Internet in unserem alten Haus gerade richtig schlecht. Ich muss, um das Video abzuladen, woanders hinfahren und da das WLAN nutzen. Deshalb erscheint mein Video zurzeit auch etwas später. Also totale Katastrophe. Trotzdem versuche ich heute Abend irgendwie einen Livestream hinzubekommen. Aber wenn ihr mich in Zukunft unterstützen wollt, einer meiner großen Träume war es schon immer, wirklich einen Livestream zu machen, wo man das Spiel sehen kann und parallel ich dieses Spiel mit euch bequatsche, beurteile, euch Situationen erkläre, meine Meinung dazu gebe etc. Ja, dieses Glück oder an diesem Projekt haben wir tatsächlich im Hintergrund lange gearbeitet. Dazu wurde an DAZN ein Pitch geschickt mit der Idee etc. pp. Ja, und DAZN hat es tatsächlich umgesetzt. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es daran lag, dass es unsere Idee denen vorgestellt wurde. Was ich allerdings sagen kann, ist, dass heute Abend Eli Geller das Glück hat, dass DAZN das mit ihm macht. Er darf in seinem Livestream das Spiel live zeigen und das Spiel mit euch besprechen. Es hat mich auf der einen Seite enttäuscht, dass ich nicht diese Chance bekomme. Auf der anderen Seite ist Eli Geller ein super Streamer. Ich glaube, da werden alle Leute Spaß in seinem Stream haben. Tatsache ist, DAZN hat das Ganze gestern öffentlich gepostet. Ich habe das Video kommentiert. Auch YpeFM, die mich unterstützt haben bei diesem Projekt, haben das Ganze auch kommentiert. Solltet ihr also irgendwann in Zukunft das Ganze bei mir auch gerne sehen wollen, dass ich euch mal so ein Spiel live zeigen dürfte, wäre ein absoluter Traum, könnt ihr ja unter den DAZN-Beitrag gehen und euren Kommentar da lassen oder den Kommentar von YpeFM und mir liken. Ich werde das unter diesem Video verlinken, damit ihr nur draufklicken müsst und dann könnt ihr ja gerne, wenn ihr das bei mir auch mal sehen wollt, euren Kommentar darunter lassen. Na, wie dem auch sei, Schluss jetzt mit eigener Sache, kommen wir hin zu Real Madrid. Und ich würde vorschlagen, wir starten einfach mal mit der Kaderliste, mit den Spielern, die nominiert sind von Xabi Alonso. Wie ihr seht, im Tor die üblichen Verdächtigen. Sergio Mestre hat es aus der Jugendabteilung geschafft. In der Abwehr seht ihr auch die alten Bekannten. Ein Antonio Rüdiger fehlt, weil der nach seiner Eisbeutelattacke in dem letzten Pokalfinale gegen Barcelona für 6 Spiele gesperrt worden ist. 5 hat er schon ausgesetzt. Das ist das 6. Spiel, also das einzige Spiel, wo er noch gesperrt ist. Danach ist er wieder im Kader. Ein Ferland Mendy hat es noch nicht ganz geschafft. Das gleiche gilt für ein Eduardo Camavinga. Die haben alles dafür getan, heute fit zu sein, haben es nicht ganz geschafft. Sollten am Sonntag bei unserem zweiten Spiel in Real Oviedo vielleicht schon wieder im Kader stehen. Kommen wir dann zum Mittelfeld und
Die üblichen Verdächtigen, ihr kennt es inzwischen, aber ganz unten seht ihr Thiago Pitart. Ich hatte euch gestern angekündigt, dass er heute nominiert wird, oder gestern besser gesagt nominiert worden ist, dass er deshalb nicht bei Castilla gespielt hat. Und wie ihr seht, es ist passiert. Und lesen wir uns mal eine Information zu Thiago Pitart durch. Xabi Alonso bereitet Thiago Pitart als zukünftigen Nachfolger von Güler bei Real Madrid vor. Der Türke wird der Steuermann des Teams sein und der Trainer arbeitet mit Thiago daran, mit Arda zu rotieren und ihn allmählich daran zu gewöhnen, die Führung zu übernehmen. Xabi Alonsos Ankunft bei Real Madrid war ein frischer Wind für den Verein. Der Guipuzcoaner hat den Verein revolutioniert, weil er täglich zeigt, dass er die Nachwuchsspieler beobachtet und sie in die erste Mannschaft befördert, wenn sie die erforderlichen Voraussetzungen erfüllen. Ziemlich klar. Der Baske hat die Barrieren niedergerissen. Wer würdig ist, ist würdig. Es gibt keine Priorität für die erste Mannschaft. Wenn ein junger Spieler die Tür einrennt, öffnet der Trainer sie noch weiter, damit der jüngere Spieler aufsteigen und das Spiel übernehmen kann. Güler ist das beste Beispiel. Der Türke spielt seit 2 Jahren lang in der ersten Mannschaft, hielt sich aber in dieser Zeit im Hintergrund. Dank Carlo Ancelotti, naja, egal. Nun, mit gerade einmal 20 Jahren wurde er von seinem Chef zum neuen Dirigenten ernannt. Sein Talent, seine Klasse, seine technischen Fähigkeiten und seine fußballerische Vision haben ihm diese Position eingebracht. Ceballos wird die zweite Reihe spielen, ein erfahrener und talentierter Mittelfeldspieler, der das System anführen wird. Und in der dritten Phase trifft Thiago Pitart aufeinander. Oder in der dritten Phase kommt dann Thiago Pitart. Ja, ihr habt es gehört, ein Xabi Alonso hat sich diesen Thiago Pitart rausgepickt, um ihn langsam aber sicher als Ersatzspieler von Arda Güler aufzubauen. Thiago Pitart hat das gemacht, von dem jeder Madrid-Spieler aus der Fabrika träumt. Ich freue mich für diesen Jungen und vielleicht läuft das Spiel ja heute gegen Osasuna rund. Ich drücke die Daumen, dann können wir ihn alle ein paar Minuten sehen. Ich glaube, das würde uns allen freuen. Ja, und mehr oder weniger, was ich zu Thiago Pitart gesagt habe, dass wir uns freuen würden, wenn er ein paar Minuten spielt. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das Gleiche auch für einen Franco Mastantuono gilt. Wir sehen uns die Stürmer an, ganz unten steht der Argentinier und es gab gestern einige Fragen zu Franco Mastantuono in der Pressekonferenz. Hören wir uns mal die Antwort von unserem Trainer an. Guten Nachmittag, Xavi. José Luis Sánchez für Juanes von La Sexta. Ich wollte dich nach Mastantuono fragen. Hast du ihn überzeugt, bei Real Madrid zu unterschreiben? Hast du ihn schon unter deinen Fittichen? Hast du ihn gesehen? Wie hast du ihn gesehen? Hat er dich überrascht? Ist er das, was du erwartet hast? Als ich das erste Mal mit ihm gesprochen habe, der hat mich seine Persönlichkeit sehr überrascht. Er war damals 17 Jahre alt. Als ich ihn das zweite Mal sah, war er schon 18, aber er war ein Mann mit 17 Jahren und hatte sehr viel Selbstvertrauen. Er hatte keinerlei Angst davor, den Schritt zu wagen, zum Real Madrid zu kommen. Und seit er hier ist, merkt man ihm diese Reife an, diesen Ehrgeiz, den er hat, diese Qualität. Und in kurzer Zeit sieht man, dass er sich sehr schnell ins Team integrieren wird, sowohl was die Dynamik in der Kabine als auch die Dynamik auf dem Spielfeld betrifft. Du hast gerade gesagt, dass er sich sehr gut einfügt. Das kann er zum Team beitragen und könnte er morgen Spielzeit bekommen? Danke. Ja, er könnte morgen tatsächlich Spielzeit bekommen und er wird Qualität bringen, er wird Energie bringen, er ist engagiert. Defensiv hat er einen guten Antrieb, er hat in kurzer Zeit habe ich gesehen, dass er diesen Kampfgeist hat, diesen argentinischen Kriegergeist, aber dann hat er auch Qualität, er ist kämpferisch und außerdem hat er einen spektakulären linken Fuß. Sowohl bei Standardsituationen als auch beim letzten Pass ist seine Definition sehr gut. Und er ist jung, oder? Wie bei der anderen Frage ein junger Spieler, aber sehr frühreif und wir müssen ihn begleiten. Aber er ist bereits auf einem sehr guten Niveau. Ja, also auf der einen Seite ist er sehr überrascht von der Reife von einem Franco Mastantuono. Auf der anderen Seite wird ein Franco Mastantuono diesen Biss, diesen dieses Kampfwillen der Argentinier in die Mannschaft bringen, seine junge, impulsive Art. Und wenn ihr mich fragt, das hörte sich schon nach einem klaren Bekenntnis an, dass ein Franco Mastantuono heute auf jeden Fall Einsatzminuten bekommt. Und das ist auch das mehr oder weniger, was ich euch seit Wochen auf meinem
meinem Kanal sage, Franco Mastantuono ist nicht gekommen als Talent, der langsam an die Mannschaft rangeführt wird, um in 2-3 Jahren zu spielen, wie es ein Arda Güler oder ein Endrick unter einem Carlo Ancelotti gemacht haben. Nein, Xabi Alonso setzt ganz anders auf die Jugend. Für Xabi Alonso ist Franco Mastantuono jetzt schon eine reelle Option. Es gibt sogar Aufstellungen, in denen Franco Mastantuono von Anfang an spielt. Das bezweifle ich. Also ich vermute mal, der wird heute so ab der 70., vielleicht 80. Minute kommen. Das ist aber eine reine Vermutung. Ja, und wenn wir schon mal bei Stürmern sind, eine der Fragen, die uns letztes Jahr am meisten umtrieben hat, war die Frage, kann dieses Real Madrid mit einem Kylian Mbappé und einem Vini Junior zusammen gewinnen? Gegen kleine Mannschaften ja, aber wir reden über die großen Matches in Europa. Das letzte Mal gegen Paris sind wir untergegangen bei der Club-WM. Und genau dazu wurde Xabi Alonso gefragt. Hören wir uns die Antwort von unserem Trainer gemeinsam einmal an. In den Vereinigten Staaten hast du viel über die Abstände im Team gesprochen, darüber, dass die Mannschaft kompakter spielen soll. Ich möchte dich fragen, wie Vinicius und Mbappé diese Botschaft aufgenommen haben. Wie arbeiten sie an diesem Aspekt? Wie siehst du sie? Nach dem Eindruck während des gesamten letzten Jahres, sogar auch als sie bei der Weltmeisterschaft zusammengetroffen sind am Tag von PSG, scheint es, dass ihnen dieser Teil des Spiels vielleicht etwas schwerer fällt. Danke. Nun, es ist eine Frage davon, dass alle Mannschaftsteile sich dessen bewusst sind. Offensichtlich sind die Stürmer wichtig, damit sie bei Kontern nicht abgehängt werden. Und das gilt nicht nur für diese Namen, sondern für alle, die auf diesen Positionen spielen werden. Aber genauso wie beim Angriff die Abwehrreihe nachrückt, sogar das Mittelfeld so. Wir wollen nicht einfach nur funktionieren, dass die Stürmer bewertet werden und dann mal sehen, was passiert. Nein, wir wollen als Team funktionieren. Und dass alle mitmachen und spüren, was in jeder einzelnen Aktion gefragt ist. Das wird uns helfen, dass alle Abstände besser sind, sowohl wenn wir verteidigen müssen, als auch wenn wir angreifen. Wenn wir beim Angriff zu weit voneinander entfernt sind, sind die Rückwege später meistens schwieriger oder mit größeren Distanzen verbunden. Also ich denke, dass es heute sehr wichtig ist, sich dessen bewusst zu sein. Und ich denke, wir haben bei der Weltmeisterschaft einen Schritt nach vorne gemacht, vielleicht nicht am letzten Tag, aber es ist etwas, das wir sind uns dessen sehr bewusst und wir haben daran gearbeitet. Ich sag immer wieder, es macht unglaublich Spaß, Xabi Alonso beim Reden über Fußball zuzuhören. Er hat direkt klar gemacht, es kommt nicht nur auf Vini und Mbappé an. Man muss verstehen, dass wir eine Mannschaft sind. Sowohl in der Vorwärts- als auch in der Rückwärtsbewegung. Vorne in der Rückwärtsbewegung kann ein Kylian Mbappé und ein Vini nicht stehen bleiben. Daran haben wir gearbeitet, das sagt ja auch klar. Das gilt aber natürlich auch für andere Stürmer. Wenn ein Gonzalo da spielt, ein Endrick etc., alle müssen nach hinten. Wobei bei einem Gonzalo und Endrick habe ich mir nie Sorgen gemacht. Aber er macht auch klar, wir können nicht, wenn die Mannschaft in der Vorwärtsbewegung ist, hinten stehen bleiben. Auch da macht er es klar, dann muss ein Militao, ein Hausen, die müssen rausrücken, genau wie ein Carreras oder ein Trent Alexander-Arnold, Carvajal, wer auch immer gerade spielt. Die ganze Mannschaft muss kompakt als Einheit spielen und jeder muss das verstehen. Die Räume müssen immer eng sein. Und wie gesagt, wenn man das hört, dann versteht man auch den großen Unterschied zwischen dem Real Madrid letzte Saison und dem, was wir von Real Madrid bisher unter Xabi Alonso gesehen haben. Also, Xabi Alonso hat auch klar gemacht, 2 Wochen Vorbereitung ist nicht ideal, aber wir sind Real Madrid, wir haben keine Ausreden und daraufhin kam dann die Antwort, die ihr am Anfang gehört habt. Manchmal treibt das Herz und der Wille viel mehr als die Beine. Die Mannschaft hat Bock und die wird sich nicht auf diesen 2 Wochen Vorbereitung ausruhen und sagen, wir konnten nicht gewinnen, unsere Jungs werden alles geben. Ja, und jetzt bleiben wir bei dem Thema Stürmern. Ich habe euch versprochen, dass wir uns auch über Rodrigo unterhalten. Rodrigo ist, glaube ich, das Transferthema Nummer 1 bei Real Madrid. Es schien so, als wenn er bleibt, als wenn er geht, etc. Und es gab zunächst einmal eine sehr unschöne Aktion von Rodrigo. Lesen wir uns die zusammen einmal durch. Rodrigo kommt sehr spät zum Training. Laut Alvaro Estebans X-Account erschien Rodrigo am vergangenen Sonntag um 9:42 Uhr zum Training, obwohl alle nicht verletzten Spieler viel früher einberufen werden, wobei 9:30 Uhr die Deadline ist. Für Xabi Alonso stellen diese Verzögerungen, sofern es dafür keine zwingende Begründung gibt, ein schweres Vergehen und ein Mangel an Respekt ihm und der Gruppe gegenüber dar, die seinen Forderungen nachkommt.
Wenn die Situation schon vor diesem Vorfall nicht einfach war, könnte die mangelnde Pünktlichkeit Konsequenzen haben. Es ist möglich, dass der Brasilianer diesen Dienstag beim La Liga-Auftaktspiel von Real Madrid im Santiago Bernabéu gegen Osasuna keine Spielzeit bekommt. Ein Startelf-Einsatz wurde ausgeschlossen, aber sein Einsatz in der Schlussphase könnte wohl nicht mehr möglich sein. Der Artikel geht noch weiter, erklärt die Situation, aber das interessiert uns nicht. Ja, ich habe euch schon mal gesagt, für einen Xabi Alonso steht Disziplin an erster Stelle. Ich brauche es euch nicht erzählen, ihr habt ihn in der Bundesliga gesehen. Florian Wirtz, sein wohl wichtigster Spieler bei Leverkusen, saß auf der Bank bei einem Spitzenspiel in Dortmund, weil der 5 Minuten zu spät kam. Für Xabi Alonso ist Disziplin alles. Und es ist für mich auch kein Zufall, dass ausgerechnet ein Dani Ceballos und ein Rodrigo die einzigen Spieler waren, die bisher zu spät zum Training gekommen sind. Dass die Spieler, wo auch diskutiert wird, ob sie vielleicht Madrid noch verlassen, das vermittelt mir doch nicht den Willen, sich bei Madrid durchzusetzen. Ein Franco Mastantuono war bisher jede Trainingseinheit 2 Stunden, bevor das Training beginnt, auf dem Trainingsgelände von Valdebebas. Das vermittelt mir Wille. Ein Endrick war immer mit der Erste. Das vermittelt mir Wille. Aber wenn du ein Rodrigo bist, wenn du schon merkst, ich muss um meinen Platz dieses Jahr kämpfen, dann riskierst du doch gar nicht erst, dass du um 9:30 Uhr erst planst, dann steckst du noch im Stau, kommst du eine Viertelstunde zu spät. Nein, wenn du als Rodrigo den Trainer überzeugen willst, dann fährst du gefälligst um 8 Uhr los. Dann bist du mit Endrick der Erste da, um zu zeigen, ich kämpfe für meinen Arbeitsplatz, ich kämpfe für meinen Stammplatz. Also ich kann einen Xabi Alonso verstehen, wenn ein Rodrigo heute keine Minute spielt. Disziplin ist wichtig, auch bei Real Madrid. Aber das ist nicht nur die einzige Information, ich habe euch auch gute Nachrichten versprochen. Und zwar kommt diese Information von Guillem Balage. Der hat, wie ihr auf Twitter seht, über 1 Million Follower. Das ist ein brasilianischer Sportjournalist, sehr gut vernetzt, vor allem zur Premier League. Und die Informationen, die der bringt, sind an sich auch immer richtig. Und er hat gestern klargemacht, Manchester City hat entschieden, dass Savinho bleibt. Damit ist jede Möglichkeit, dass Rodrigo zu City wechselt, zunichte gemacht. Real Madrid hat kein Angebot für ihn bekommen, da es vom Abgang Savinhos abhängt. Ja, ich habe euch immer gesagt, damit ein Manchester City für Rodrigo den Großangriff startet, müssen 3 Sachen passieren. Grealish muss Manchester City verlassen. Das ist passiert. McAtee muss Manchester City verlassen. Das ist passiert. Und Savinho muss Manchester City verlassen. Das dritte scheint nicht zu klappen. Tottenham kommt mit dem Angebot nicht so weit raus, wie es City gerne hätte. Dadurch plant City jetzt ab sofort mit dem Brasilianer und das verschließt die Tür für Rodrigo. Und meiner Meinung nach sind inzwischen, glaube ich, alle Türen für Rodrigo verschlossen. Alle großen Vereine. Der einzige Verein, wo ich vielleicht noch eine Chance sehe, ist tatsächlich Tottenham. Aber muss man sehen, wie weit die in die Tasche greifen. Und wenn das die Zukunftsperspektive ist von einem Rodrigo, dass er bei Madrid bleibt, dann würde ich an seiner Stelle nicht mehr zu spät zum Training kommen. Vor allem nicht unter Xabi Alonso. Ja, wie dem auch sei, das waren die aktuellen Themen zu Real Madrid. Heute Abend 21 Uhr das Spiel und ich mache jetzt die Aufstellung, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Ja, und zum ersten Mal fühle ich mich so, als wenn die Aufstellung, die ich machen würde, gar nicht so weit weg ist von der Aufstellung, die auch mein Trainer macht. Letztes Jahr unter Carlo Ancelotti war das immer komplett anders. Ich hatte immer 4, 5 andere Spieler als der Trainer. Aber jetzt glaube ich tatsächlich, dass die Aufstellung, die ich heute machen würde, auch die Aufstellung ist, die ein Xabi Alonso heute machen wird. Und zwar, ich fange an im Tor natürlich mit Thibaut Courtois. Unser rechter Verteidiger wird Trent Alexander-Arnold, bin ich mir relativ sicher. Ein Dani Carvajal ist noch nicht wieder bei 100%. In der Innenverteidigung starten wir mit einem Eder Militao und einem Dean Housen. Ob ein Eder Militao unbedingt weiter ist als ein Rüdiger, weiß man gar nicht. Aber er hat auch schon gegen Tirol gespielt und Rüdiger ist sowieso nicht nominiert. Deshalb wird meiner Meinung nach ein Eder Militao spielen. Das kann natürlich auch der Grund sein, warum er gegen Tirol gespielt hat. Entschuldigung, ich muss viel sagen. Bis später. Darf ich das mit reinschneiden?
Sehr gut. Okay, ihr habt meine Frau gesehen. Was für ein Schock. Naja, wie dem auch sei, unser linker Verteidiger wird heute Alvaro Carreras, dessen bin ich mir ziemlich sicher. Dann kommen wir zum Dreier-Mittelfeld und da wird heute Tchouaméni wieder der Ankerpunkt von Real Madrid sein. Dieser Mann ist unter Xabi Alonso unersetzlich. Die zwei Mittelfeldmotoren, die das Spiel nach vorne treiben sollen, werden sein Fede Valverde und Arda Güler. Es könnte sein, dass Fede Valverde noch nicht ganz bei 100% ist und ein Dani Ceballos startet, aber ich glaube, Fede Valverde starten wird. Ja, und vorne im Sturm die drei Auserwählten. Ob sie tatsächlich mit 3 im Sturm spielen oder ob Brahim ein bisschen mehr zurück ins Mittelfeld geht und es doch ein 3-5-2 gibt, das wird man sehen. Aber ich glaube, prinzipiell startet Madrid heute mit 3 Stürmern. Links Vini, vorne Kylian Mbappé und rechts Brahim. Das ist meine Meinung. Das ist die Aufstellung, die ich heute gegen Osasuna spielen lassen würde und auch vermute. Ja, ich bin gespannt. Was sagt ihr zu meiner Aufstellung? Was sagt ihr zu diesem Video? Lasst eure Meinung bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, liken, teilen, followen. Und wie gesagt, geht auf den Link, lasst bei der Zone einen netten Kommentar da. Vielleicht kriege ich ja auch irgendwann die Berechtigung, auch wenn ich weiß, dass ich im Vergleich zu Elli Geller natürlich ein Furz im Wind bin. Aber immerhin bin ich der größte deutsche Real Madrid YouTuber. Also vielleicht hatte der Zone ein weiches Herz für Newcomer und würde mich sehr freuen, mit euch so etwas einmal erleben zu dürfen. Wie dem auch sei, lange Gerede. Heute Abend ab 8:45 versuche ich den Livestream zu starten. Bis dahin sage ich: A la Madrid!